So, liebe Leute, angekommen, Angelparadies Enschede an der legendären Bärenkuhle. Starten hier jetzt mit dem Buffworm in Glow. Mach jetzt mal den ersten Wurf. Ist jetzt das 45er Modell. Ja, ich habe jetzt schon 5 Wurf hinter mir und Eduard hat jetzt den ersten. Hast du auf Gummi gefangen? Ja, Buffworm. Buffworm? Ja, man sieht's. Da kommt sie. Da haben wir sie. Letzter Wurf. Erster Wurf. Ja, eine schöne Farbe hat er sich ausgesucht. Wunderschöner Fisch. Da ist der Kandidat. Petri. Danke. Ja, also ich werde hier gerade ein bisschen nass gemacht. Eduard hat jetzt wirklich den zweiten Wurf gemacht und ist wieder im Drill. Ich denke, die Köderfarbe ist hier jetzt auch ein ausschlaggebender Punkt, da ich doch relativ schockig fische mit dem Glow hier bei dem glasklaren Wasser. Und ich habe gesehen, Eduard hat einen schwarz-orangenen drauf, also eher gedeckt. Und das ist jetzt wirklich der zweite Wurf. Die Fische werden jetzt auch größer, so wie ich sehe. Ja, das ist eine kleine Lachsforelle. Köder ist schon raus. Sehr schöner Fisch. Petri macht mich hier jetzt nass. Denke, wir versuchen es jetzt auch mal mit einer dunkleren Farbe. Mit dem Buff. Der Buff scheint gut zu funktionieren. Und da versuche ich doch mal die gute. Hast du den großen drauf? 65 mm? Buffworm? Ich weiß nicht. Nee, der Köder. Große Buffworm? Ja. Ja, ich hatte gerade den kleinen. Und probieren wir doch jetzt mal den großen in so einem Braun. So sieht er aus. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht auch was ans Band bekommen. Können wir nicht auf uns sitzen lassen. Tja, Eduard macht mich gerade ein bisschen nass. 2 Würfe mit dem Buff, 2 Fische. Ich habe jetzt schon 10 Würfe, aber ich habe sehr schockig angefangen, ne? Und bei dem Wasser. So, der Steven ist jetzt losgeschossen. Ich denke, gleich kommt Fisch rein. Oh, guck mal, wie der spielt. Hier ein bisschen Kraut dran. Das Gewässer ist nicht tief, aber glasklar. Man sieht alles, ne? Das ist natürlich auch immer das Gute, wenn man zu zweit fischt. Man kann viel ausprobieren und schneller so den
Schlüssel zum Fisch finden. Ist ja oft am Forellenteich so, dass eine bestimmte Farbe gut läuft. Und logischerweise kann man zu zweit schneller rausfinden, welche Farbe sie gerade wollen, ne? So, ich werde den Plan jetzt noch mal kurz ändern. Wenn jetzt frischer Fisch reinkommt, dann werden wieder grellere Farben funktionieren. Den Köder lassen wir fertig montiert an der Seite liegen. Und dann nehmen wir auch ein etwas schwereres Köpfchen um. Das war ein Ömmel, hä, Steven? Sah schon gut aus, wa? Der sah gut aus. Schwimmt ja wie ein U-Boot. Was hat er gehabt, was schätze? 6? 7,5, 8. Ja? Doch, kommt hin. Wahnsinn. Schöne Dinger. Schöne Dinger, auf jeden Fall. Wir werden uns bemühen. Das hoffe ich. Doch, da geht mit Sicherheit was. Ja, mal ein Biss. Der ist noch da. Und gleich vor den Füßen hat sie den genommen. Ich habe jetzt dieselbe Farbe wie Eduard gewählt. Oh, danke Eduard für den Kescher. Und da sehen wir es. Oh, und da haben wir sie verloren. Ausgeschlitzt, aber Köder war derselbe, den Eduard drauf hat. 45 mm Buffworm, nicht ganz so schockig. Habe jetzt lediglich das Tungsten ein bisschen schwerer gewählt. Aber anscheinend ist dieses Schwarz-Orange, funktioniert hier scheinbar gut. Da ist wieder ein Biss. Jetzt hat sie ihn losgelassen. Und auch wieder hier vorne, gleich vom Rand. Ja, Fische haben hier auch ordentlich Kraft. Bleibt nicht aus bei so sauberem Wasser. Kennen wir schon von anderen Gewässern. Jetzt haben wir einen Doppeldrill hier. Eduard hat auch eine. So, soll ich für die auch keschern? So, Leute. Ups. Eduard, sein Köder ist raus. Ist aber auch derselbe Buffworm. 45 mm hier, da sieht man es noch ganz schön. Steckt nach vorne im Maul. Wunderschöne Forellen. Hä? Eduard, macht Spaß? So, wir machen weiter. So. Ja, ich konnte gar nicht so schnell die Kamera wieder anmachen und ausgestiegen. Also es ist tatsächlich, die Farbe wollen sie haben. Und das fluppt hier jetzt richtig, richtig gut. Also wirklich bei fast jedem Wurf. Oder eigentlich bei jedem Wurf hat man einen Biss und Fisch. So, Köder ist wieder drin. Lassen den ganz kurz absinken. Da ist schon der Biss. Da hat sie ihn. Das ist hier der Wahnsinn. Bärenkohle rockt, hä? Hä, Steven? Jeder Wurf Fisch, das ist verrückt. Oh, da kommt sie. Leute, ihr glaubt's nicht. Ich habe hier, da ist der Fisch mit dem Buffworm. Eduard hat jetzt gerade einen Aufsteiger gehabt. Also es ist Wahnsinn, was hier gerade los ist.
Millimeter. Ich merke immer, dass die Platten so in der Mitte kommen. Und vorne ran machen sie so viel, oder? Dann nehmen wir sie. Schöne Portionsforelle. Macht tierisch Spaß. Plan ist aufgegangen. Haben wir die Farbe relativ zackig rausgefunden. Kann so weitergehen. Ja, liebe Leute, das läuft jetzt hier wirklich Schlag auf Schlag. Hier sehen wir es. Der 45er Buffworm, schwarz-orange. Eduard bringt schon wieder die nächste, auch mit dem Buffworm 45. Diesmal hat sie voll weggenagelt. Und der Köder funktioniert richtig, richtig gut jetzt. So, weiter geht's. Ich denke, die Fische haben sich jetzt auch so ein bisschen verteilt über den Teich. Oh, da war sie. Den Köder runtergezuppelt. Ist da gleich reingeprescht. Fliegt auch richtig gut der Köder, obwohl es jetzt der 45er ist. Und da haben wir eine. Oh. Köder attackiert. Haken sitzt. Er sitzt komischerweise außen in der Wange. Da ist sie. So, ich werde jetzt hier so eine Naturfarbe probieren. Ich denke, dass jetzt der Großteil der aktiven Fischen raus sein könnte. Und dann lohnt sich das immer wieder mal einen Farbwechsel zu machen. Ja, Köder läuft schön im Zickzack, wenn man den so ein bisschen twitcht.
Einen Wurf machen wir noch mit der Naturfarbe. Wenn da nichts kommt, gehen wir wieder ein bisschen schockiger. Vielleicht stehen wir einfach doch auf das etwas schockigere. Oder zumindest wo ein Teil schockig ist vom Köder. Wir werden sehen. Eduard hat schon wieder eine auf so eine Champagnerfarbe. Oh, das ist eine schöne. Die sieht gut aus. Ja, und Köder ist komplett weg. Also komplett weg ist komplett weg. Man sieht wirklich nicht mal mehr das Tungsten. Wieder auf dem Buff, ne? Ja, Zeig mal die Farbe, Eduard. Damit habt ihr in Dänemark auch gut gefangen, ne? ja. Nummer. Zeig mal. Guckt euch mal die Farbe an, das ist wirklich eine interessante. Also nicht wirklich auffällig. Weiß man gar nicht, wie man die beschreiben soll. Aber die hat jetzt 2, 3 Fische hintereinander hast du gefangen, ne? Ja, bei mir, ich kriege jetzt auch keine Bisse mehr. Hier auf den grellen Köder. Und Eduard kommt jetzt hier mit dem champagnerfarbenen. 2, 3 Fische noch überlisten. So denke ich, werde ich gleich auch eine Nummer dunkler wieder gehen. Jetzt haben wir ein Blatt. Wechseln wir noch mal die Farbe. Ich werde das hier mal mit dem Gold-Weiß probieren. Ist auch eine Farbe, die mich häufiger schon zum Fisch geführt hat. In verschiedenen Modellen. Fisch wird weniger und inaktiver, merkt auch, dass hier was los ist. Und jetzt muss man wieder spielen. Köderfarbe, Tungstengewicht, Einholgeschwindigkeit. Da haben wir. Ich habe sogar gesehen, wie sie sich den weggeholt hat. Der Köder war einfach auf einmal verschwunden. So, Köder ist raus, der weiße Buffwurm, weiß-gold, Forelle ist im Kescher.
Weiter geht's, Leute. Seht ihr, Farbwechsel kann immer wieder zu Fisch führen, deswegen wechselt häufiger die Farben am Teich. Ja, da ist der Patient, Weiß-Gold, 3,3 mm Tungsten. Konnte richtig sehen hier in dem glasklaren Wasser, wie der Köder auf einmal verschwand. Also man sieht den Köder wirklich bis auf den Grund. Und als der Biss dann da war, habe ich schon gesehen, dass der Köder weg ist. Ja, liebe Leute, wir haben jetzt die ersten paar Stunden an der legendären Bärenkuhle verbracht. War natürlich super, hat super gut funktioniert, extrem sauberes Wasser und nachdem man die Köderfarbe gefunden hat, ging das quasi wie geschnitten Brot. Ich denke, ihr werdet das selber sehen oder habt es gesehen. Ja, jetzt sitzen wir hier mit Steven, dem Chef, sitzen wir hier auf dem Käffchen und quatschen ein bisschen. Ja, und da ist zu Wort gekommen, dass Steven momentan sehr große Lachsforellen hat am Großfischteich und ich kann das natürlich nicht aushalten, wenn ich da höre, dass da Fische bis 8, 9 Kilo rumschwimmen. Und demnach werden wir auf jeden Fall gleich nochmal ein paar Stündchen am Großfischteich probieren und dann mal schauen, ja, was der Tag noch so bringt. Wettermäßig ist heute wirklich ganz viel Nebel und ja, ich denke, es wird nicht so einfach sein. Wir werden sehen, was passiert und dann sehen wir uns nachher nochmal. Vielleicht wieder beim Käffchen oder beim Mittagessen. Ne? Oder am Stock. Oder am Stock, genau. Also Leute, bleibt dran, verpasst nichts. Bis dahin.